Die erste Hälfte dieser Klassenverhandlung ist bereits vorüber. Wir haben Yoroko die ganze Zeit verdächtigt, aber sie scheint es nicht zu sein. Stattdessen wendete sich das Ganze im letzten Part. Und nun haben wir die Vermutung, dass es vielleicht Hajime war, weil er der Einzige ist, der es hätte tun können. Weil er spät bei der Party geblieben ist letzte Nacht und zudem auch einer derjenigen war, die die Party vorbereitet haben. Meine Theorie wäre dann so ziemlich richtig gewesen. Bevor wir jetzt hier aber weitermachen, würde ich gerne diesen Dreckskill hier einfach mal wegmachen. Das war echt nervig. Aber ganz ehrlich, das ist fast schon zu einfach, oder? Das ist so offensichtlich, weil er die einzige Person war, die zu diesem Zeitpunkt kein Alibi hatte. Ich meine, der Mord an sich ist schon ziemlich clever, aber kommt da noch ein bisschen mehr? Aber, naja, wir werden sehen. Machen wir mal weiter hier. Was it you, Hajime? War es Hajime? What? Wait a minute, Sora. You think Hajime's the culprit? Wie gesagt, er ist der Einzige, der es hätte gewesen sein können. There's nobody aside from Hajime that meets all the conditions to be the culprit. Suizid wäre auch noch eine interessante Möglichkeit natürlich, aber das würde dann mit dem Mechanismus keinen Sinn ergeben. He helped prepare the party and stayed late to drink with Yuri. He's the only one who was in both groups, and is a man as well. Precisely. I have been suspecting Hajime since the beginning. Und Kokoro scheint zuzustimmen. Heißt das, wir haben recht? How'd you know right off the bat? You will remember my question at the start of the investigation. I asked, how do you feel about this murder? Ah, yes. But how is that relevant? I can figure out whether a person is lying or not just by hearing them talk. Und das macht's ja fast schon zu einfach, wenn du sofort weißt, wer lügt und wer nicht lügt. What? So you knew Hajime was the culprit just from that one question? Miss Mitsume, that sounds like an even more magical ability than my own spells. Da würde ich sogar fast schon zustimmen. I cannot be completely sure of my deduction, naturally. But were I to narrow down my suspects, however, I can figure out the answer by simply comparing the evidence to each suspect. From that, my deduction is that the culprit is Hajime Makunochi. Then Yuri's murderer, the person that attacked me, it was all him? Es war alles er? Hey, hold on a damn second. Why am I the culprit all of a sudden? Naja, wer soll's sonst sein? Don't you remember? I may fit the bill, but that doesn't change the fact that I was drunk. Ja, die Nummer läuft hier nicht mehr, du. The only person who wasn't drunk was Yoroko. Don't tell me you all forgot about that. Yeah, that's true, but... Yoroko was the only sober person at the party. And even she agrees I was drunk. How could I possibly have killed Yuri? You all said the culprit made serious preparations. Stuff like trial runs. Wouldn't that be impossible to do if you're drunk? Das wäre wahrscheinlich wirklich unmöglich, wenn man betrunken wäre, aber wir haben ja da noch etwas gefunden. Are you guys really accusing me as the culprit? Just because I fit your little conditions? Because if you are, I'm about to get really mad. Okay. Nein, wenn wir annehmen, dass Hajime der Täter ist, dann passt das Puzzle perfekt zusammen. Ich meine, es ist schon ein guter Mordfall an sich, aber fast ein bisschen zu offensichtlich, finde ich. Naja, mal schauen. The culprit couldn't have planned out their crimes while drunk. So they must have been someone who didn't consume alcohol. Jemand, der nicht Alkohol getrunken hat. Right. There's no way Hajime's the culprit. Shinji, please make judgments based on logic, not your friendship. There's plenty of reasons why Hajime is suspicious. No matter how suspicious I am, I couldn't have done anything while I was drunk. Ja, aber das ist wirklich nicht die beste Ausrede. Ask Yoroko and check yourself. What Hajime just said is true. Including Hajime, everyone who stayed to enjoy the party last night were completely drunk. Jeder war komplett Except me, betrunken. of course. Aber Are you sure about that? Did you somehow check their blood alcohol content? das wahrscheinlich nicht, aber You do know you can tell if someone's drunk without checking that, right? vielleicht hat er ja nur geschauspielert. Aber auf jeden Fall, wir haben ja diese Flasche gefunden. So they must have been Wo, someone who didn't wie machen hier nochmal? consume alcohol. Hier so. Genau, diese Flaschen. There's So. no way
Was schieße ich jetzt eigentlich ab, sag mal? Shinji, No matter how ask Yotoko. Na, Hajime just said, including Hajime, everyone who stayed to enjoy das the hier, party oder? last night were completely drunk. No, that's wrong! genau. Wir haben ja eine Flasche gefunden, wo nur Wasser drin war. Lediglich Wasser. Ach, das kommt trotzdem immer noch, selbst wenn man den Skill nicht ausgelöst hat. Wenn man den Skill nicht nutzt. Also die Punkte braucht ihr mir nicht nach jedem Mal anzuzeigen. Everyone was completely drunk last night? I'm not so sure about that. What are you saying? I found these liquor bottles in the guest house, and some of them were filled with water. Water? At first, I thought it was mixed in during the whole mess of alcohol being brought to the party, but now that I think about it, it's possible that the culprit was just pretending to be drunk and drank water instead. Ja, eben. Der Täter hätte einfach nur so tun können, als ob er betrunken war. Die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist eigentlich, ob Yuri ein Komplize war von ihm quasi. Ob er das so wollte. Er meinte ja bei seinem Tod eigentlich, dass er dachte, dass es eine Frau wäre. Also das würde dann andeuten, dass er es nicht wusste, ne? Er wäre ja sehr dagegen gewesen eigentlich, wenn es ein Mann wäre. Denke ich jetzt einfach mal. Aber er hat immer noch diese Nachricht an Yuki geschickt, ne? Das ist auch noch interessant. Warum eigentlich? Wait a minute. I don't remember much because of my foggy memory. But are you saying that someone was just acting as if they were drunk? If Hajime was acting drunk during the party, he knew we would cross him off the suspect list. Ist es wirklich so einfach? There's more to it than just that. Wenn ich recht habe, dann sollte es noch etwas weiteres geben, was ich vorhin gehört habe, dass das andeutet, dass Hajime der Mörder ist. Und dieses Etwas ist... Oh. Jetzt weiß ich es immer noch nicht so ganz. Was ich mich auch immer noch frage ist, warum war hier noch diese zweite Verletzung eigentlich am Bein? Das habe ich auch bei meiner Theorie gesagt, dass das nicht so ganz Sinn ergibt, dass ich da noch keine Erklärung habe. Also es muss hier noch irgendetwas geben, was ich nicht so ganz bedacht habe. Sorry, was war jetzt nochmal die Frage? Das hier vielleicht. Nee, Moment. Nee. Hä? Was brauche ich jetzt hier? Das hier ja nicht, das hier nicht, das hier nicht, das hier nicht. Muss es nicht die Aussage von Shinji gewesen sein? Nee. Shoot! Aber meinte nicht Shinji, dass Hajime diesen Tag zu tun hatte und deswegen nicht kommen konnte? Also das steht jetzt hier natürlich nicht bei der Aussage dabei. Und das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich dachte, dass er der Mörder wäre. Und auch, weil er zuerst sofort sagte, ja, ich bewache den Tatort. Weißt du, das macht es halt so offensichtlich, dass er es war irgendwie. Sorry, aber was genau, also, ich habe jetzt nochmal mir das Ganze angeschaut, aber das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt, ist die Aussage von Yoroko vielleicht. Weil sie ja meinte, dass irgendjemand vielleicht noch dort geblieben ist mit ihm, mit Yuri. Got it. Ah, okay, gut. Ist wirklich richtig. Yoriko, do you remember what you told me earlier? You said Yuri left to go to the washroom before you all went back to the Monocrows. Genau. Yes, I did. Didn't you also say that someone else left with Yuri at that time? You said you couldn't remember who that someone was, but do you think that person could have been Hajime? Ja gut, wenn sie sich nicht erinnert, dann kann sie es auch nicht wissen, ob er es war. Huh? Give me a second to think. Well, Wait, I think I remember. That person told us to go ahead while he took Riri to the washroom. Sie erinnert sich anscheinend. They told us they'd follow us back right after. They had blonde hair and bulky muscles. It was Mac! Ja, es war wirklich er. Yes, I believe it was. I wasn't paying much attention back then because I was under the influence. Aber warum hat Hajime dann überhaupt dieses Betäubungsmittel genutzt? Für was genau? The thought that a murder would occur had hardly crossed my mind that night. Das kann ihm ja eigentlich egal sein, ob der Typ Schmerzen spürt oder nicht. you both remember? Jeez, why can't I remember? Even the drunk people remember what happened. Why couldn't you, Yoriko? Gute Frage. Warum können sich die Betrunkenen erinnern, aber nicht sie? Because your brain has more air bubbles than last night's booze. Alter, was ist mit dir auf einmal los? Du warst immer so nett und jetzt auf einmal das. I can't take note of everything while I'm completely absorbed in taking care of drunk people. Why are you being so harsh with me? Because your bad memory frustrates me. Had you remembered, we could have pinned down the culprit much faster than we did. But thanks to the testimonies from the others,
I think we've got the culprit set in stone. Yuri must have been completely drunk. He couldn't even walk on his own. In fact, wouldn't he nearly be out cold, considering the fact that he didn't refuse help from a man like Hajime? So Hajime lied about Yuri going to the washroom and left off with him, then never came back to the Monocrows. Ja, das scheint schon ziemlich wahrscheinlich. Aber vielleicht gerade weil er nichts sagt. Er sagt ja gar nichts dagegen. Considering Hajime as the culprit allows everything we've talked about so far to make perfect sense. Hajime, did you really murder Yuri? Hat er wirklich Yuri umgebracht? I'll extinguish ya! Und der Dude wird ihn wahrscheinlich verteidigen. Wait! Sora, please! Hajime's the culprit? That can't be right! Hajime has an alibi, please! Let me explain. Hast du sich selbst gesagt, dass er kein Alibi hat? I know fighting with words isn't my thing, but I'll have to do it to fight you, Sora. I have to do it for my friend. Ja, das ist ein großer Fehler. Nur weil du glaubst, dass er dein Freund ist. Haben wir das nicht... Ach komm, mach einfach hier, komm. Jetzt haben wir sogar mehrere zur Auswahl. Also warum wurde uns jetzt die Erklärung nochmal gezeigt? Genau. Genau. Ein bisschen später als normal kam er. Um wie viel Uhr ist er denn gekommen? Weißt du das noch? Shinji, don't you think the fact that he arrived late itself rouses suspicion? Ja, eben. Hajime is pretty strict about time as far as I know. Das war der Hauptgrund, warum ich dachte, dass er es wäre. What he said is true. Something about his actions are strange. Yes, certainly strange. But when the discovery announcement was made, Hajime was with us at the dining hall. Hajime committed the murder at the bell tower. Wouldn't have returned in time to meet with us in the dining Ja, hall. okay. Wenn er während dieser Zeit, ne, in der Dining Hall war. Die Dining Hall ist ja im Schiff und der Glockenturm ist schon ein bisschen davon entfernt. Aber wenn man jetzt mal annimmt, dass er aus dem Turm rausspringt, Yuri wird hochgezogen, dann fällt Yuri zu seinem Tod. Wir waren ja erstmal dort oben, also allein der Weg dort hoch dauert ja scheinbar mindestens 5 Minuten. Dann haben wir noch mit, Hostess geredet, ich habe den Namen vergessen, mit der Hostess geredet und dann haben wir erst runtergeschaut und dann hat die Announcement gespielt. Also es waren bestimmt mindestens so 7 Minuten, die dazwischen vergangen sind. Könnte man in der Zeit von dort aus zurück zum Schiff in die Dining Hall? Weil ich würde fast schon sagen, ja. Oder? Was habe ich denn überhaupt zur Auswahl? Bevor ich hier... Staircase, genau. Oder? Mann, es geht ja immer so schnell. Ja, ich glaube, ich brauche Staircase. Weil das 5 Minuten braucht, um da überhaupt hochzulaufen. Und wenn ihr euch erinnert, die Announcement hat dann erst gespielt, als wir runtergeschaut haben, zusammen mit Hostess. Yoroko, so heißt sie. Was zum Teufel mache ich jetzt eigentlich? Advance, okay. Und jetzt schieße ich das nächste ab, glaube ich. Don't you think the fact that he arrived late itself rouses suspicion? Hajime is pretty strict about time as far as I know. Even if what you said is true, something about his actions are strange. Yes, certainly strange. When the discovery announcement was So. Hajime was with us at the dining hall. Hajime committed the murder at the bell tower. Wouldn't have returned in time. So. Also ich glaube, dass es wirklich dieser Zeitunterschied war, weil der Turm so verdammt hoch war. Dass man quasi denkt, das wäre nicht möglich, aber wenn man darüber nachdenkt, aber so richtig, dann muss es eigentlich so sein. Oder? Wir werden sehen. Sorry, Shinji. Hajime actually could have easily made it back in time. Naja, easily weiß ich jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, möglich. The body discovery announcement was made some time after Yuri's death. What? Of course. The announcement is only made when 3 or more people discover the body. Aber
dann war es ja eigentlich dumm von ihm, dass er dort Yoroku noch dort oben befördert hat. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass sie nicht dort gewesen wäre, dann hätte die Announcement ja viel später gespielt. There was no announcement when Sora and I saw Yuri's corpse. Monocrow announced the discovery only after we ran to the top and met Yoriko and she also saw the body. Ja. So, did it go something like this? From Yuri's death to the body discovery announcement, the culprit had extra time to move around while Sora and Yuki climbed up the stairs. Na, wie sieht's aus, huh? As everyone who used the stairs during the investigation knows, it takes at least 5 minutes to get to the top. Mindestens 5 Minuten. Of course, the culprit was able to quickly get down safely by jumping off the tower using his fulcrum mechanism. This is a small island. If you run fast enough from the bell tower to the Monocrows, wouldn't it be possible to meet with everyone else at the dining hall before the announcement? Ja, ich kann halt diese Entfernung nicht so ganz abschätzen, aber ich glaube, da hast du recht. Wait, but didn't Shinji say he went jogging with Hajime? Yuri died at 7:30 a.m. If they went jogging together right after the morning announcement, how did Hajime kill Yuri? Haben wir das nicht gerade besprochen? Shinji and I briefly parted ways while jogging. But that was just to get your crow card that you left at the guest house, right? And even that didn't take more than 10 minutes. Executing this whole murder plan in such a short time isn't possible. 10 Minuten. Diesen gesamten Mord innerhalb von 10 Minuten ist schon ziemlich wenig. There's one thing that keeps bothering me. Ich habe fast schon das Gefühl, er ist es gar nicht. Gibt's noch etwas weiteres, das wir nicht bedacht haben? Do we agree that the culprit attacked Yuko right after the door opened? And then they carried her to the top of the tower? If so, they attacked Yuko and moved her to the bell tower at 7 o'clock on the dime, returned to the Monocrows and met with Shin, started jogging, parted with him, and went to the top of the tower again, checked that you and Rara were there, and murdered Riri by jumping off, dealt with the rope and the life vest, and then came back to the Monocrows, all within such a short period of time? Shinji, at what time did you meet with Hajime this morning? Well, it was around 7:15 a.m. Um 7:15 Uhr. 7:15 Uhr. Even if we say the culprit ambushed Yoriko at 7 a.m., 5 minutes to run to the tower, 5 minutes to rush up the stairs, 5 minutes to rush back down, 5 minutes back to the cruise, there just wouldn't be enough time, even if Hajime buffed up his strength somehow. Ich hab's dir fast schon gedacht, dass es zu einfach ist irgendwie. War er es doch nicht? Innerhalb dieses kurzen Zeitraumes, ne? Oh, there'd be enough time, alright. All you have to do is remove a step, and all the pieces fit perfectly into place. Man muss nur einen Schritt entfernen und alles passt auf einmal? Remove a step? Were the stairs the only way down? No. He could have slid down the rope, as if he were riding an elevator. Didn't he already adjust their rope length for that? Ah, that makes sense. But wasn't the rope that connected to the life vest also connected to Yuri's body? Yuri died at 7:30 a.m., but if he rode the rope at that time, he would have killed Yuri after jumping. That's still a problem. He just had to get rid of the rope's connection with Yuri. Hajime could have simply yanked out the hook from Yuri's calf while he was carrying Yoriko to the top. Ew. Not a lot of people wander outside in the morning. And Hajime would be the first person to enter the bell tower. Kommt da die zweite Verletzung her? Wouldn't everything be solved if we assume that he put it back into Yuri's leg? Deswegen vielleicht die zweite Verletzung an der anderen Wade, oder? Das stimmt, es war noch eine weitere Wunde an seinem Körper. Die Wunde, die er hatte, das war... Ja, genau. Das hier. Aber das war das Einzige, was für mich gar keinen Sinn ergeben hat. Muss der Schritt sein, den ich übersehen habe. Oder nicht verstanden habe. Stab wound on Yuri's right calf. Kanade's hypothesis would explain how that wound was created in the first place. Initially, the hook was in Yuri's right calf, but in order to save time after moving Yoriko to the top, the culprit used it as a mode of transportation. In other words, the culprit took out the hook from his right calf to move down, then hooked it back into Riri's left calf when he returned? Das ist schon ziemlich brutal, aber naja. After meeting with Shinji, the only thing left for him was to take his plan into action. So when he saw Yuki and Sora making their way to the top of the bell tower, he jumped down to kill Yuri. Wait, Rara. You said a while ago that the culprit used wires to slow the falling and cushion the impact. But if he used the rope before the murder, like you just said, doesn't that mean there was nothing to cushion the impact? Um ehrlich zu sein, ich kann nicht mehr so ganz folgen hier bei einigen Dingen, aber naja.
Also ich verstehe diesen Teil jetzt nicht so ganz. But if he jumped with nothing but a small hook on the other side, there wouldn't be anything to slow him down. Isn't this a bit problematic? I remember Miss Little Sis saying anyone who fell from that height would get their shoulders crushed. Miss Little Sis, okay. No, it's not a problem this time. I know this sounds like I'm contradicting my own words, but unlike back then, we know for sure who the culprit is. Wir wissen mit Sicherheit, wer der Täter ist. The culprit? Are you speaking of Hajime? Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile nicht mehr so ganz überzeugt davon. Earlier, I said anyone would end up with a shoulder injury because I didn't know who the culprit was. But Hajime is the ultimate boxer. Wouldn't he be able to withstand some degree of impact with his great physique? Ist das so? After all, no one cares more about their health than he does. The life vest also would have absorbed some of the impact, right? Das Interessante ist ja, er sagt gar nichts. Die ganze Zeit ist er hier nur ruhig. Das deutet ja fast schon an, dass er es wirklich war, oder? But doesn't that sound a bit unrealistic? And even if he could survive the fall, that doesn't explain why he would bother setting up those wires. Why waste time preparing a braking system when you can just endure the impact in the first place? In your opinion, who amongst us would possess the fortitude necessary to pull off such a feat? Huh? Well, based on pure muscle, I guess Hajime or Big Bro? Ja, das habe ich halt auch gedacht. Aber ich habe mir eher gedacht, wegen des Gewichtes natürlich, dass es einer dieser beiden sein muss. You see, the list of potential culprits has instantaneously been reduced to 2 individuals. Huh? Oh, I get it. The fact that they were set up could be so the culprit could use their existence as an alibi. If there weren't any breaks, the second that jumping trick was revealed, our first question would obviously be, who could endure the impact? Exactly. Of course, he also might have still needed a safety device to lessen the pain of the full impact. Regardless of whether or not Hajime ended up enduring the impact, it's a definitive truth that the culprit jumped twice from the top of the bell tower. Der Täter ist auf jeden Fall zweimal vom Turm gesprungen. And therefore our conclusion would also be correct. Perhaps we should also examine Hajime's shoulders and see if we find any other condemning evidence. Yeah, the culprit would have had plenty of time at night to estimate the strength of the impact through experimentation. Er sagt nach wie vor gar nichts. Das stört mich so ein bisschen. If I may interject, Yuki stated that he received a message from Yuri asking for assistance. Das ist immer noch das, was mich am meisten stört. Was hat das mit dieser Nachricht auf sich? Ich frage mich vor allem auch, hat Yuri diese Nachricht selbst geschickt oder hat der Täter quasi das iPad von ihm gestohlen und dann die Nachricht geschickt? Ich meine, man braucht natürlich hier Fingerabdruck, aber das ist ja kein Problem, Fingerabdruck von jemandem zu bekommen, den man gerade umbringt. But the existence of this correspondence in itself is extremely suspicious. Yuri, with his acute misandry, reaching out to another man on the verge of his own death, is it not unnatural? Ja, das ist seltsam. Warum würde er einen Mann um Hilfe bitten? Wisst ihr? Warum nicht eine Frau? Most certainly. Yuki even said that Yuri was delighted at the idea of being killed by a woman. It's definitely not the attitude of someone who would ask for help if such a thing had actually happened. Aber warum würde er... Okay, nehmen wir mal an, er bittet um Hilfe, weil er von einem Mann angegriffen wurde und von einem Mann umgebracht wird. Er schien aber immer noch zu glauben, als wir dort unten waren, dass... Er hat ja die ganze Zeit gesagt, oh, war es sie oder war es sie oder war es sie? Er schien es nicht zu wissen. Warum hat er dann um Hilfe gebeten? The message was probably sent to Yuki by Hajime, using Yuri e-handbook plus to create an alibi. Ja, dann war es Hajime, der die Nachricht geschickt hat. That way, he'd be able to make whoever witnessed the murder scene run up to the top of the tower to catch the culprit. Now I see why he used a syringe with measurements on it to inject the anesthetic. It was to make sure that Yuri woke up the second Sora and I got to the tower. So, Jimmy was really thinking that far ahead when he planned the murder? Jimmy! Hey, why are you all so confident that Hajime's the culprit? Ja, es kann niemand anders sein, Mann. Ich weiß auch nicht, was ich dir sagen soll. So the culprit set up wires not only to cushion the impact, but to confuse us and set up an alibi. And then he used the rope to move down. I'd say that theory checks out. But why did he put the hook in Yuri's leg and then take it back out? He could have gone down the tower with the rope first and then put it in his leg. Could it be, perchance, that Miss Kabuya's interference threw a wrench into the culprit's machinations? Through a wrench? Allow me to explain my reasoning. Being unable to enter the Monocrows once the slumbering hours occurred, the culprit was left with no option but to wait until morning.
Therefore, it was crucial that they board the ship the moment the gates opened so they could play the part of the innocent. But Miss Kaguya stated that she exited the Monocrow the instant the gates opened. Perhaps the two had a fateful encounter. Vielleicht haben sich die beiden getroffen. Thus, the culprit had no choice but to ambush her in order to eliminate any possibility of her going to the bell tower. It would have completely jeopardized his carefully laid out plans after all. Ja, da zu diesem Zeitpunkt, ne, wäre es dann zu spät gewesen, noch irgendwie den Plan abzubrechen. I agree with Mikado. If you think about it, jumping off the top of the bell tower like that without anything to cushion your fall is just insane. Ja, außer man hat Bock zu sterben. It would have been a risky gamble. Even for Hajime, he wouldn't have done it unless he was forced to, due to some outside interference. But, like, why did Ruko even go out that early in the morning? It makes her super suspicious, you know? I told you already. I just wanted to get a head start on my investigation. Ist das der einzige Grund? With everyone's morale being boosted for the party, I felt motivated to really give it my all. But the murder made the whole thing pointless, of course. Well, I think we finally put all the pieces together. Is there anything we're missing, Hajime? Er hat immer noch gar nichts gesagt. Hey! Hajime! I still believe in you! Ja, das könnte vielleicht ein Fehler sein, du. Why are you just standing there? Tell them they're wrong! I admit, everything they've said seems to line up nicely. I'm not sure where to start. Maybe that's because you're guilty? Don't you believe in your friends at all? Ist irgendjemand hier, jetzt mal ganz ehrlich, wirklich unser Freund? Wir wissen es ja nicht.